Lektion 1, Techie Talk. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, du erwägst, dir einen neuen Computer zuzulegen. Was denkst du darüber nach, dir zuzulegen? Hallo John, ich versuche mich gerade zwischen einem Windows- oder einem Mac-Laptop zu entscheiden. Was benutzt du? Ich habe einen Windows-Computer und er hat gut für mich funktioniert. Wofür verwenden Sie den Computer hauptsächlich? Hauptsächlich für die Arbeit, wie das Schreiben von Dokumenten und Tabellenkalkulationen. Und natürlich etwas Stöbern und Unterhaltung. Okay, in diesem Fall könnte ein Windows-Laptop eine gute Option sein. Sie sind in der Regel günstiger. Das ist ein gutes Argument. Ich habe aber auch über die Benutzererfahrung nachgedacht. Wie findest du Windows? Meiner Meinung nach ist es ziemlich einfach. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, sobald Sie sich daran gewöhnt haben. HMM. Und was ist mit den Betriebszeiten? Ich weiß, dass Macs eine lange Akkulaufzeit haben sollen. Das stimmt, Macs haben im Durchschnitt eine längere Akkulaufzeit. Es hängt jedoch wirklich von ihrer Nutzung ab. Interessant, ich muss die Vor- und Nachteile etwas mehr abwägen. Hast du noch andere Gedanken? Nun, ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Softwarekompatibilität. Stellen Sie sicher, dass die Programme, die Sie benötigen, auf dem Betriebssystem gut funktionieren. Ah ja, gutes Argument. Das muss ich überprüfen. Was ist mit Dingen wie Speicher und Rechenleistung? Für die meisten alltäglichen Aufgaben sollte entweder ein Windows- oder Mac-Laptop über ausreichend Speicherplatz und Geschwindigkeit verfügen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Okay, viel zum Nachdenken. Ich weiß es zu schätzen, dass du deine Erfahrung mit mir teilst. Es ist wirklich hilfreich. Gar kein Problem. Ich biete gerne meine Perspektive an. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie sich entscheiden. Werde ich machen, danke nochmal. Ich werde sicher bald eine Entscheidung treffen und ich werde Ihnen auf jeden Fall alles darüber erzählen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf zu hören, was Sie am Ende haben werden. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Lektion 2, Gedanken zum Filmabend. Hey Anna, hast du schon Pläne für das Wochenende gemacht? Guten Tag, John. Ich habe tatsächlich über einen Filmabend nachgedacht. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Oh, ein Filmabend klingt lustig. Lass mich nachdenken. Hast du den neuesten Superhelden-Blockbuster gesehen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, den zu erwischen. Was hältst du davon? Es war ziemlich gut. Die Actionsequenzen waren wirklich gut gemacht. Ich denke, du würdest es genießen. Super, das muss ich dann zu meiner Liste hinzufügen. Welche anderen Filme hast du in letzter Zeit gesehen? Nun, ich habe kürzlich eine meiner klassischen Lieblingskomödien noch einmal gesehen. Es bringt mich immer zum Lachen. Oh, welcher? Ich bin immer auf der Suche nach einem guten Lachen. Es heißt Monty Python und der Heilige Gral. Hast du es schon einmal gesehen? Nein, ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Ist es der mit all den dummen Rittern und Burgen? Ja, das ist es. Es ist völlig absurd, aber so klug und lustig.
Haha, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie sonst noch für Unrufe anstellen. Vertrau mir, du wirst nicht enttäuscht sein. Lass mich wissen, was du denkst, nachdem du es gesehen hast. Das werde ich tun. Ich freue mich darauf, es mir anzusehen. Es ist schon eine Weile her, dass ich gut gelacht habe. Lachen ist die beste Medizin, wie man so schön sagt. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Einverstanden. In Ordnung, ich bin begeistert. Ich füge diese beiden Filme zu meiner Wochenendwatchlist hinzu. Klingt nach einem Plan. Genießen Sie Ihren Filmabend und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Lektion 3: Einen neuen Helfer adoptieren. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du erwägst, einen Jungen zu adoptieren, der auf deiner Farm hilft. Stimmt das? Ah, ja, das stimmt, John. Mein Nachbar Matthew Cuthbert, der jetzt um die 60 ist, könnte eine zusätzliche Hand gebrauchen. Das ist sehr nett von dir. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Adoption kann ein ziemlicher Prozess sein. Nun, Matthew ist in die Jahre gekommen und die Farmarbeit wird zu viel für ihn, um sie alleine zu bewältigen. Ich verstehe. Also dachtest du, ein zusätzliches Paar Hände würde es ihm leichter machen? Exakt. Ich dachte mir, es wäre die beste Lösung, einen jungen Mann zu holen, der Matthew hilft. Das macht Sinn. Haben Sie schon mit dem Adoptionsprozess begonnen oder befinden Sie sich noch in der Planungsphase? Ich fange gerade an, das zu untersuchen. Ich möchte sicher gehen, dass ich das Richtige für Matthews Bedürfnisse finde. Das ist sehr rücksichtsvoll. Was für Eigenschaften erhoffst du dir von dem Jungen? Idealerweise jemand, der fleißig, zuverlässig und begierig darauf ist, die Vor- und Nachteile des Farmlebens kennenzulernen. Das klingt nach großartigen Eigenschaften. Ich bin sicher, Matthew wird die zusätzliche Hilfe zu schätzen wissen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es gab viel zu überlegen, aber ich denke, es könnte seine Lebensqualität wirklich verbessern. Ich bewundere Ihre Bereitschaft, das auf sich zu nehmen. Adoption kann eine ziemliche Verantwortung sein. Ist es, aber ich nehme die Herausforderung an. Matthew war ein guter Nachbar, also möchte ich das weiterzahlen. Das ist unglaublich nett von dir. Ich bin sicher, der Junge, den du wählst, wird großes Glück haben. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, den Prozess in Gang zu bringen und den perfekten Partner zu finden. Nun, lassen Sie mich wissen, ob ich etwas tun kann, um Ihnen auf dem Weg zu helfen. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Lektion 4: Erinnerungen an die Sommerferien. Ah, ich habe gerade an unsere Reise zum Lake Huron in diesem Sommer gedacht. Hast du dich amüsiert? Unbedingt. Ich habe einige wundervolle Menschen getroffen und die Landschaft war einfach atemberaubend. Ich stimme zu. Es war so ein erholsamer und verjüngender Kurzurlaub. Ich bin ein bisschen traurig, dass es enden musste. Ich auch. Die Tage vergingen zu schnell. Ich wünschte, wir hätten länger bleiben können. Das gleiche hier. Hattest du einen Lieblingsteil der Reise? Das ist eine schwierige Frage.
Ich habe es geliebt, durch die kleinen lokalen Geschäfte zu schlendern und all das leckere Essen zu probieren. Oh ja, der frische Fisch und die Produkte waren unglaublich. Ich habe immer noch Lust auf diesen hausgemachten Blaubeerkuchen. Oh Gott, ich auch. Und das kleine Café mit der Seeterrasse, das war pure Glückseligkeit. Auf jeden Fall. Eistee schlürfen und dabei den vorbeifahrenden Booten zuschauen. Viel besser geht es nicht. Exakt. Ich fühlte mich die ganze Zeit, als wir dort waren, so friedlich und zufrieden. Genau meine Gedanken. Es war das perfekte Gegenmittel gegen den Stress des Alltags. Absolut. Ich ging so erfrischt und bereit, die Dinge zu Hause in Angriff zu nehmen. Das gleiche hier. Ich versuche schon herauszufinden, wann wir unsere nächste Reise zum Le Couronne planen können. Oh, ich mag den Klang davon. Schauen wir uns bald Termine an. Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen. Ich auch nicht. Das wird uns etwas geben, auf das wir uns in den kommenden kälteren Monaten freuen können. Lektion 5: Ein einfaches Treffen. Hey Anna, hast du dieses Wochenende Zeit? Ein paar von uns treffen sich zu einem ungezwungenen Treffen. Oh, das klingt wunderbar. Was hattest du im Sinn? Nur ein kleines Treffen mit ein paar engen Freunden. Nichts besonders Ausgefallenes, aber es wäre nett, das nachzuholen. Das ist perfekt. Ich würde gerne mitmachen. An welche Uhrzeit hast du gedacht? Unser Ziel war der späte Nachmittag, gegen 4 Uhr. Funktioniert das in deinem Terminkalender? Absolut. Ich werde meinen Kalender auf jeden Fall löschen. Was sollte ich mitbringen? Vorspeisen? Getränke? Nur dein liebes Ich ist alles, was wir brauchen. Wenn Sie sich jedoch inspiriert fühlen, wären Fingerfood großartig. Du hast es. Ich bereite ein paar leckere kleine Häppchen zu. Irgendwelche Vorlieben oder Ernährungsbedürfnisse, die ich berücksichtigen sollte? Nichts allzu Spezifisches. Versuchen Sie vielleicht, eine Mischung aus süßen und herzhaften Optionen hinzuzufügen. Hört sich gut an. Ich denke an Bruschetta, vielleicht ein Käsebrett und vielleicht ein leichtes Dessert. Oh, das klingt alles herrlich. Ich kann es kaum erwarten, deine Kreationen auszuprobieren. Wunderbar. Ich werde mich auf jeden Fall auf gute Gesellschaft und gutes Essen vorbereiten. Perfekt. Ich gebe die Details an den Rest der Bande weiter. Das wird so viel Spaß machen. Ich stimme voll und ganz zu. Es wird eine schöne Art sein, einen erholsamen Wochenendnachmittag zu verbringen. Absolut. Darauf freue ich mich sehr. Wir sehen uns dann. Lektion 6: Die Freuden des Online-Shoppings. Hey Anna, hast du schon einmal versucht, online einzukaufen? Warum ja, habe ich. Es ist so praktisch, bequem von zu Hause aus einzukaufen. Ich stimme zu. Die Auswahl ist unglaublich und Sie können solche Unikate finden. Absolut. Ich liebe es, endlose Optionen durchsuchen zu können, ohne mich überstürzt zu fühlen. Exakt.
Und die Bewertungen sind so hilfreich, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Das ist ein gutes Argument. Das Feedback der Benutzer macht das Rätselraten wirklich zum Kinderspiel. Auf jeden Fall. Haben Sie beim Online-Shopping besonders gute Funde gemacht? Oh, tonnenweise. Erst neulich bin ich auf das entzückendste Paar Ohrringe gestoßen. Oh, erzähl es. Was hat sie so besonders gemacht? Sie wurden von einem lokalen Künstler handgefertigt und hatten dieses wunderschöne, komplizierte Design. Das klingt reizend. Nach solchen handgefertigten Unikaten muss ich Ausschau halten. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, Unikate zu entdecken. Ich sehe den Appell. Außerdem ist der Komfortfaktor unschlagbar. Absolut. Sie müssen nicht mehr zum Einkaufszentrum hetzen oder sich mit Menschenmaßen herumschlagen. Exakt. Online-Shopping ist wirklich ein Wendepunkt. Haben Sie weitere Vorteile gefunden? Ja, die einfache Rückgabe ist ein großes Plus und die Möglichkeit, Einkäufe zu vergleichen, ist sehr hilfreich. Guter Punkt. Es ist schön, diese Flexibilität und Fähigkeit zu haben, die besten Angebote zu finden. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert von der Bequemlichkeit und Vielfalt des Online-Shoppings. Ich auch. Es ist meine erste Anlaufstelle für alles geworden, von Kleidung bis hin zu Haushaltswaren. Lektion 7: Die Macht der Produktivität. Hey Anna, wie behältst du den Überblick über deinen vollen Terminkalender? Nun, ich habe festgestellt, dass die Festlegung eines strengen Zeitplans ein wirklich kluger Ansatz ist. Ich stimme voll und ganz zu. Eine strukturierte Routine macht den Unterschied. Auf jeden Fall. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben und sicherzustellen, dass ich das Beste aus meiner Zeit mache. Das ist so wahr. Haben Sie Tipps für die Erstellung eines effektiven Zeitplans? Unbedingt. Ich beginne gerne damit, meine obersten Prioritäten und zeitkritischen Aufgaben zu identifizieren. Das ist ein großartiger erster Schritt. Es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Exakt. Dann blockiere ich Zeit für die wichtigen Punkte in meinem Kalender. Kluger Schachzug. Die Reservierung dedizierter Slots verhindert, dass sie übersehen werden. Exakt. Und ich achte darauf, zwischen den Aktivitäten etwas Pufferzeit einzubauen. Guter Punkt. Kissen helfen dabei, unerwartete Verzögerungen oder Übergänge auszugleichen. Vollkommen. Es hilft auch, ähnliche Aufgaben aus Effizienzgründen zusammenzustellen. Ich liebe diese Idee. Das Gruppieren verwandter Aufgaben spart viel Zeit und Mühe. Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, Pausen einzuplanen. Es ist entscheidend, um den Fokus aufrechtzuerhalten. Absolut. Regelmäßiges Atmen hilft, neue Energie zu tanken und Burnout zu vermeiden. Auf jeden Fall. Haben Sie andere Strategien, die für Sie gut funktioniert haben? Nun, ich habe festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, meinen Zeitplan am Abend zuvor zu überprüfen. Oh,
Das ist ein toller Tipp. Einen Vorsprung in den Tag zu haben, macht einen großen Unterschied. Exakt. Und ich versuche, Ablenkungen während meiner Arbeitsblöcke so gering wie möglich zu halten. Lektion 8: Die Wunder der Natur erkunden. Absolut. Haben Sie sich in letzter Zeit mit bestimmten Naturwundern befasst? Ich habe gehört, dass es unglaublich ist. Es gibt so viele faszinierende Orte zu entdecken. Auf jeden Fall. Die Natur überrascht mich immer wieder mit ihrer Schönheit und Komplexität. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Welches Naturwunder stand auf Ihrer Wunschliste? Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich wollte schon immer die Nordlichter persönlich sehen. Die Aurora Borealis. Das muss ein absolut atemberaubender Anblick sein. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Art und Weise, wie die Farben über den Himmel tanzen, sieht faszinierend aus. Ich wette, es wäre ein unvergessliches Erlebnis. Haben Sie sich die besten Orte angesehen, um sie zu sehen? Nach dem, was ich gelesen habe, sollen Island und Norwegen einige der Top-Reiseziele sein. Ah ja, diese nordischen Länder sind bekannt für ihre atemberaubenden Nordlichter. Exakt. Ich würde gerne eines Tages eine Reise dorthin planen und dieses Naturwunder aus erster Hand erleben. Das wäre unglaublich. Ein weiteres Naturwunder, das mich fasziniert, ist das Great Barrier Reef. Ah ja, die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef ist wirklich beeindruckend. Absolut. Ich habe gehört, dass die lebendigen Korallen und die vielfältige Unterwasserwelt einfach unglaublich sind. Auf jeden Fall. Schnorcheln oder Tauchen dort muss ein unvergleichliches Erlebnis sein. Das kann ich mir nur vorstellen. Hatten Sie jemals die Gelegenheit, Korallenriff-Ökosysteme zu erkunden? Noch nicht, aber es steht definitiv auf meiner Liste. Ich würde mich gerne von der unglaublichen Artenvielfalt selbst überzeugen. Ich bin mir sicher, es wäre eine augenöffnende Erfahrung. Die Ozeane bergen so viele Geheimnisse. Einverstanden. In der Natur um uns herum gibt es noch so viel zu entdecken. Lektion 9: Die Wunder des Online-Shoppings. Morgen. Hast du in letzter Zeit etwas online bestellt? Weißt du, ich habe gestern gerade online eingekauft. Es war so praktisch. Das ist großartig. Was hast du am Ende bekommen? Ich habe ein neues Paar Wanderschuhe gekauft. Der Online-Shop hatte eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Ah, nett. Ich wollte mir schon lange neue Ausrüstung für meine Outdoor-Abenteuer besorgen. Die Auswahl war beeindruckend und der Checkout-Vorgang war ein Kinderspiel. Das ist gut zu hören. Ich schätze es immer, wenn Online-Shopping einfach ist. Auf jeden Fall. Außerdem war der Versand blitzschnell. Ich habe die Stiefel in nur ein paar Tagen bekommen. Wow, das ist eine beeindruckende Bearbeitungszeit. Online-Shopping hat wirklich einen langen Weg zurückgelegt. Absolut. Der Komfort und die Effizienz sind heutzutage unschlagbar.
Ich stimme zu. Nutzen Sie in der Regel Online-Rabatte oder Werbeaktionen? Ja, tatsächlich. Ich suche immer nach Gutscheincodes oder Sonderangeboten, bevor ich einen Kauf tätige. Kluger Schachzug. Das kann wirklich helfen, bei diesen Online-Bestellungen etwas Geld zu sparen. Exakt. Und viele Websites bieten sogar kostenlosen Versand an, wenn sie ein bestimmtes Mindestbestellvolumen erreichen. Das ist ein toller Vorteil. Jedes bisschen Ersparnis hilft, wenn Sie online einkaufen. Auf jeden Fall. Und der Kundenservice reagiert normalerweise sehr schnell, wenn Sie Probleme haben. Das ist ein gutes Argument. Es ist schön zu wissen, dass Sie diese Unterstützung haben, falls etwas schief geht. Vollkommen. Ich finde das Online-Einkaufserlebnis heutzutage so viel reibungsloser. Ich freue mich, das zu hören. Ich muss es bald selbst ausprobieren, um einige meiner Einkäufe zu erledigen. Lektion 10: Ein erfrischender Start in den Tag. Morgen. Sieht aus, als hättest du heute helle Augen und einen buschigen Schwanz. Darauf kannst du wetten. Ich habe gut geschlafen. Wie steht's mit dir? Ich kann mich nicht beschweren. Ich fühle mich ausgeruht und bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Das ist wunderbar. Es gibt nichts Besseres als einen erholsamen Schlaf. Absolut. Es macht den Unterschied, wie Sie den Tag angehen. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn ich ausgeruht bin, bin ich produktiver und voller Energie. Das Gleiche hier. Ich kann mich besser konzentrieren und habe meine To-Do-Liste im Griff. Exakt. Und es macht dich viel besser gelaunt, findest du nicht? Auf jeden Fall. Normalerweise bin ich fröhlicher und geduldiger, wenn ich gut geschlafen habe. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Unterschied das machen kann. Ganz gewiss. Ich versuche heutzutage darauf zu achten, genug Schlaf zu bekommen. Das ist ein großartiger Ansatz. Es ist so wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Manchmal ist es verlockend, am Schlaf zu sparen, aber es schlägt immer fehl. Auf jeden Fall. Die langfristigen Auswirkungen von Schlafentzug können ziemlich signifikant sein. Exakt. Ich finde, dass ein guter Schlaf mir hilft, mich klarer und wacher zu fühlen. Absolut. Es ist wie ein Reset-Knopf für Körper und Geist. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich auf derselben Seite sind. Ich auch. Es ist schön, mit jemandem in Kontakt zu treten, der Wert auf Schlaf legt. Auf jeden Fall. Es ist ein unterschätzter Aspekt eines gesunden Lebensstils. Lektion 11: Die richtige Milch auswählen. Hey Anna, ich habe mir überlegt, wir sollten auf Magermilch umsteigen. Oh, wirklich? Ich war selbst ein Vollmilchmensch. Warum wolltest du dich ändern? Nun, ich habe gehört, Magermilch ist ein bisschen gesünder, findest du nicht? Ich nehme an, das stimmt. Aber ich liebe die Cremigkeit von Vollmilch. Ich verstehe,
aber Magermilch hat weniger Kalorien und weniger Fett. Könnte besser für uns sein. Du bringst ein faires Argument vor. Ich bin offen dafür, Skim auszuprobieren, wenn du es bist. Klingt gut für mich. Wir können es versuchen und sehen, ob wir einen Unterschied bemerken. In Ordnung, machen wir es. In dieser Sache vertraue ich deinem Urteil. Großartig. Ich denke, wir werden uns beide etwas leichter fühlen, aber trotzdem diesen milchigen Geschmack bekommen. Exakt. Zumindest ist es einen Versuch wert. Man muss unvoreingenommen sein, oder? Absolut. Ich bin sicher, wir werden uns in kürzester Zeit an die Magermilch gewöhnen. Ganz gewiss. Und wenn wir wirklich die Vollmilch vermissen, können wir jederzeit zurückschalten. Guter Punkt. Es ist nicht so, dass wir uns für immer auf Magermilch festlegen. Exakt. Ein bisschen experimentieren hat noch niemandem geschadet. Das ist wahr. Manchmal zahlt es sich aus, die eigene Komfortzone zu verlassen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich die Magermilch bei uns auswirkt. Ich auch. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Veränderung. Fantastisch. Na dann, Prost aufs Ausprobieren neuer Dinge. Prost in der Tat. Auf eine gesündere Milchauswahl. Lektion 12. Unsere Maschinen in Topform halten. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit dir über unsere Haushaltsgeräte sprechen. Ach, was beschäftigt dich? Nun, ich habe gelesen, wie wir unsere Waschmaschine und unseren Geschirrspüler am besten pflegen können. Ich verstehe. Was hast du gelernt? Ich wäre neugierig, deine Gedanken zu hören. Offensichtlich sollten wir eine Überlastung der Maschinen vermeiden und uns von aggressiven Chemikalien wie Bleichmitteln fernhalten. Interessant. Mir war nicht bewusst, dass Bleichmittel schädlich für die Geräte sein können. Ja, es kann die internen Komponenten im Laufe der Zeit tatsächlich abnutzen. Halten Sie sich am besten an sanftere Reinigungsmittel. Gut zu wissen. Und du meinst, wir sollten sie auch nicht überlasten? Exakt. Wenn Sie zu viel hineinstecken, kann dies die Motoren und Mechanismen belasten. Macht Sinn. Wir wollen auf keinen Fall riskieren, unsere teuren Geräte zu beschädigen. Absolut. Die richtige Pflege und Wartung ist der Schlüssel, damit sie jahrelang reibungslos funktionieren. Auf jeden Fall. Worauf sollten wir also noch achten, wenn es um unsere Maschinen geht? Nun, das Lesen der Benutzerhandbücher ist immer eine gute Idee. Sie haben normalerweise tolle Tipps. Oh ja, ich wette, diese Handbücher sind voller wertvoller Informationen, die wir übersehen haben. Ganz gewiss. Und regelmäßiges Reinigen und Entkalken ist wichtig, besonders für die Spülmaschine. Guter Punkt. Ich muss herausfinden, wie ich diese Maschinen am besten reinigen und entkalken kann. Klingt nach einem Plan. Diese einfachen Schritte werden wirklich dazu beitragen, Ihre Lebensdauer zu verlängern. Ich freue mich, dass du das angesprochen hast. Die Wartung unserer Geräte ist so wichtig. Absolut.
Es ist eine einfache Möglichkeit, das Beste aus unserer Investition in sie herauszuholen. Lektion 13. Planung von Outdoor-Abenteuern. In Ordnung, Anna. Bist du bereit, mit der Planung unseres Campingausflugs zu beginnen? Darauf kannst du wetten. Ich bin so aufgeregt. Wo denkst du, sollten wir hingehen? Ich dachte an den State Park, den wir vor ein paar Jahren besucht haben. Oh ja, der Ort war wunderschön. Die Wanderwege dort waren unglaublich. Vollkommen. Und die Campingplätze direkt am See waren perfekt. Auf jeden Fall. Müssen wir die im Voraus buchen, denkst du? Gute Entscheidung. Es ist wahrscheinlich am besten, so schnell wie möglich einen Platz zu reservieren. Okay, ich werde mir das ansehen. Was ist mit der Ausrüstung? Müssen wir etwas Besonderes mitbringen? Lass mich nachdenken. Nun, ordentliche Wanderschuhe sind ein Muss. Ganz gewiss. Sollten wir der Packliste noch etwas hinzufügen? Schlafsäcke und ein Zelt von guter Qualität wären eine gute Idee. Ich hab's. Sonst noch etwas? Ich möchte sicher gehen, dass wir vollständig vorbereitet sind. Vielleicht ein tragbarer Campingkocher und etwas einfaches Kochgeschirr? Ausgezeichneter Punkt. Ich möchte nicht die ganze Zeit kaltes Essen essen müssen. Exakt. Oh, und vergiss das Insektenspray und die Sonnencreme nicht. Richtig, ich kann die wichtigsten Dinge nicht vergessen. Vergessen wir sonst noch etwas? Ich denke, das deckt die Grundlagen ab. Solange wir das alles haben, sollten wir startklar sein. Hört sich gut an. Ich fange an, die Liste zusammenzustellen und alles zusammenzustellen. Fantastisch. Das wird so ein lustiger Ausflug. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 14. Kleidung einkaufen. Joanna, ich muss dieses Wochenende ein paar Klamotten einkaufen. Oh nett, was erwartest du? Nun, ich bin auf der Suche nach einer neuen Jeans. Tolle Idee. Wo willst du hingehen? Ich hatte vor, das neue Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt zu besuchen. Oh, ich habe gute Dinge über diesen Ort gehört. Haben Sie eine große Auswahl? Ja, nach dem, was ich online gesehen habe, gibt es Unmengen von Stilen und Größen. Toll, das ist wichtig, wenn du versuchst, die perfekte Passform zu finden. Auf jeden Fall. Haben Sie dort verschiedene Jeansfarben? Ich glaube schon, ich glaube, sie haben die üblichen Blau- und Schwarztöne. Vielleicht nehme ich dieses Mal eine leichte oder graue Wäsche. Oh, die würden beide wirklich nett aussehen. Eine nette Abwechslung zum üblichen. Genau, Zeit, es ein bisschen zu ändern, weißt du? Natürlich ist es immer gut, neue Dinge mit deiner Garderobe auszuprobieren. Vollkommen. Vielleicht hole ich mir sogar ein oder zwei neue Shirts, wenn ich dort bin. Gute Entscheidung. Kann nie zu viele vielseitige Oberteile in deinem Kleiderschrank haben. Absolut. Ich denke vielleicht an einen Button-Down oder ein schönes Polo.
Das wären großartige Optionen. Super einfach an- oder auszuziehen. Exakt. In Ordnung, ich werde jetzt gepumpt, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Lektion 15: Hilfe anbieten. Hey Anna, ich habe gehört, dass du an diesem großen Projekt gearbeitet hast. Ja, das hat mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Das kann ich mir vorstellen. Kann ich irgendwas tun, um dir zu helfen? Das ist so nett, dass du das anbietest, aber ich glaube, ich habe es vorerst unter Kontrolle. Nun, zögern Sie nicht, mir mitzuteilen, ob sich das ändert. Ich helfe Ihnen gerne mit. Das weiß ich zu schätzen. Es ist gut zu wissen, dass ich deine Unterstützung habe. Natürlich sind Freunde dafür da. Sag einfach das Wort. Ich werde dich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls ich zusätzliche Hilfe benötige. Fantastisch. Ich weiß, wie stressig große Projekte sein können. Also bin ich hier, wenn du mich brauchst. Das bedeutet viel. Ich werde versuchen, mich nicht zu überanstrengen, das ist sicher. Ja, stell sicher, dass du Pausen einlegst und dich nicht ausbrennst. Guter Rat. Ich werde mein Bestes tun, um in dieser Sache Schritt zu halten. Klingt nach einem Plan. Sag mir einfach, ob ich irgendwas tun kann, auch wenn es nur darum geht, dir einen Kaffee zu holen. Du bist der Beste. Ich werde das Kaffeeangebot im Hinterkopf behalten. Haha, du hast es. Ich bin hier, falls du mich brauchst, ernsthaft. Ich bin dankbar, einen so fürsorglichen Freund zu haben. Ich werde Sie auf jeden Fall darauf hinweisen. Jederzeit. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Lektion 16: Aktuellste Ereignisse. Morgen. Hast du die Nachricht von dem großen Ereignis mitbekommen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, die Nachrichten zu überprüfen. Was ist passiert? Offenbar gab es in der alten Wechselstube in der Innenstadt ein Feuer. Oh nein, das ist schrecklich. Wurde jemand verletzt? Zum Glück nein, aber das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Das ist eine Schande, es ist so ein historischer Teil der Stadt. Ja, Berichten zufolge begann das Feuer im Keller und breitete sich schnell aus. Ich frage mich, was das verursacht hat. Wissen Sie, ob es ein Unfall war oder etwas anderes? Sie ermitteln immer noch, aber erste Berichte deuten darauf hin, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte. Brandstiftung? Das ist wirklich besorgniserregend. Ich hoffe, Sie erwischen den Verantwortlichen. Ich auch. Die Polizei durchsucht die Ruinen nach Hinweisen. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Dieses Gebäude steht seit Jahrhunderten dort. Ich weiß, es ist wirklich traurig, es jetzt in so einem schlechten Zustand zu sehen. Haben Sie Pläne, es wieder aufzubauen oder zu restaurieren? Soweit ich gehört habe, setzt sich die Stadt für die Erhaltung der historischen Struktur ein. Das sind zumindest gute Nachrichten. Es wäre eine Schande, ein so wichtiges Wahrzeichen zu verlieren. Auf jeden Fall. Hoffentlich können Sie es reparieren lassen und zu seinem früheren Glanz zurückkehren.
Ich muss die Updates dazu verfolgen. Es ist so eine faszinierende Geschichte. Ganz gewiss. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas darüber hörst, okay? Lektion 17: Probleme mit der Steuersaison. Hey Anna, hast du deine Steuern schon eingereicht? Nein, noch nicht. Ich habe es aufgeschoben, um ehrlich zu sein. Pfui, ich auch. Die Steuersaison ist so eine Qual. Ich weiß, es ist die schlimmste Zeit des Jahres. Hast du angefangen, all deine Dokumente zu sammeln? Nicht wirklich, ich versuche immer noch, einen Teil meiner Unterlagen zu finden. Auch hier, es ist so mühsam, alles zu finden. Und dann ist es ein ganz anderes Problem, all die Abzüge und Gutschriften herauszufinden. Auf jeden Fall ist die Steuergesetzgebung heutzutage so kompliziert. Erzähl mir davon. Ich mache mir immer Sorgen, etwas zu verpassen. Ich auch, deshalb lasse ich meine Arbeit normalerweise von einem Buchhalter erledigen. Ja, vielleicht sollte ich mir das dieses Jahr ansehen. Hast du einen guten, den du empfehlen kannst? Das tue ich sogar. Mein Cousin arbeitet für eine wirklich seriöse Firma. Oh, das ist großartig. Ich würde mich über die Kontaktinformationen freuen, wenn es dir nichts ausmacht. Klar, ich kann es rüberschicken. Es ist die Kosten wert, um den Seelenfrieden zu haben. Auf jeden Fall. Steuern sind stressig genug, ohne sich Sorgen machen zu müssen, sie zu vermasseln. Absolut. Außerdem können Sie oft Abzüge finden, die Sie möglicherweise selbst verpasst haben. Guter Punkt. Gut, ich melde mich bei der Firma deines Cousins. Danke für die Empfehlung. Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Steuerfragen haben. Wird reichen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in dieser Saison sehr auf dich verlassen werde. Lektion 18: Probleme mit der Garderobe. Guten Morgen, Anna. Ich habe einen kleinen modischen Notfall. Oh nein, was stimmt nicht? Hast du etwas auf dein Lieblingshemd verschüttet? Nein, das ist es nicht. Ich habe dieses Wochenende eine große Veranstaltung und brauche einen neuen Anzug. Ah, ich verstehe. Hast du in einem der örtlichen Bekleidungsgeschäfte nachgesehen? Ja, aber Ihre Auswahl ist so begrenzt. Ja, ich hatte gehofft, etwas Schöneres zu finden. Nun, es gibt einige großartige Schneidereien in der Innenstadt, die vielleicht helfen können. Wirklich? Glaubst du, Sie könnten rechtzeitig etwas anfertigen lassen? Auf jeden Fall bieten viele von ihnen Altjenster an, wenn sie früher benötigen. Das ist gut zu wissen. Ich hatte Angst, mich mit etwas Unterdurchschnittlichem zufrieden geben zu müssen. Ganz und gar nicht, die Schneider hier sind unglaublich. Sie können im Handumdrehen einen maßgeschneiderten Anzug zusammenstellen. Puh, das ist eine Erleichterung. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wohin du gehen solltest? Absolut, da ist dieser Ort namens Stitch und See, den ich schon einmal benutzt habe. Stitch und See, verstanden. Ich muss sie mir heute ansehen. Ich bin sicher,
sie können sich um dich kümmern. Lass sie einfach wissen, dass du es so schnell wie möglich brauchst. Wird reichen. Hoffentlich können Sie Ihre Magie vor diesem Wochenende entfalten. Ich bin mir sicher, dass sie das können. Ich drücke dir die Daumen, dass du den perfekten Anzug findest. Ich auch. Danke für den Tipp. Du bist ein Lebensretter. Lektion 19: Reiseprobleme. Entschuldigung, wissen Sie, ob es am Flughafen einen Express-Check-in-Schalter gibt? Ich glaube, das gibt es. Ich glaube, es befindet sich in der Nähe des internationalen Abflugbereichs. Toll, weißt du, welcher Gartennummer es am nächsten ist? Lass mich nachdenken. Ich glaube, es ist in der Nähe von Gate 12 im Bereich für internationale Abflüge. Ah, perfekt, genau da muss ich sein. Danke für die Info. Kein Problem. Fliegst du bald aus dem Land? Ja, ich habe dieses Wochenende eine wichtige Geschäftsreise nach Übersee. Ich verstehe. Nun, der Express-Check-in sollte Ihnen wirklich helfen, die Dinge zu beschleunigen. Das hoffe ich wirklich. Ich fühle mich schon etwas gestresst, weil ich pünktlich zum Flughafen komme. Ich verstehe, Flugreisen können heutzutage ziemlich hektisch sein. Aber die Schnellstraße sollte es einfacher machen. Das ist beruhigend zu hören. Ich hatte Angst, in diesen langen Schlangen warten zu müssen. Auf jeden Fall ist der Express-Service für Reisende konzipiert, die sich in einer Zeitnot befinden. Gut zu wissen. Ich werde auf jeden Fall direkt dorthin fahren, wenn ich am Flughafen ankomme. Klingt nach einem Plan. Ich wünsche Ihnen eine reibungslose und stressfreie Reise. Ich auch. Danke nochmal für den Tipp. Es wird sehr geschätzt. Natürlich helfe ich gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Reisen. Ich nehme mir alles Glück, das ich kriegen kann. Ich sehe dich später. Lektion 20: Züge und Reisen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Fernzugreise zu machen. Oh, das klingt aufregend. Wo denkst du darüber nach zu reisen? Nun, ich würde gerne irgendwohin fahren. Weit weg, vielleicht sogar querfeldein. Wow, eine Bahnfahrt quer durchs Land, das muss ein ziemliches Abenteuer sein. Ja, ich wollte schon immer die Landschaft und die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg erleben. Ich wette, die Aussicht wäre fantastisch. Zugreisen können so viel entspannender sein. Genau, Sie müssen sich keine Sorgen um Verkehr oder Flughafenprobleme machen. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie. Absolut. Und Sie können sich wirklich Zeit nehmen und entlang der Route Stopps einlegen. Das ist ein gutes Argument. Ich könnte einige interessante Zwischenstopps und Ausflüge planen. Auf jeden Fall. Der Zug würde dir viel mehr Flexibilität bieten als das Fliegen. Du verkaufst mich wirklich von dieser Idee. Ich freue mich immer mehr darüber. Ich freue mich. Zugreisen können so ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis sein. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich werde anfangen,
mir nach Überlandstrecken umzuschauen. Wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden eine Reiseroute finden, die perfekt für Sie ist. Danke, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Natürlich jederzeit. Ich hoffe, Sie haben eine tolle Reise mit der Bahn. Ich auch. Das wird ein Abenteuer, das ich nie vergessen werde. Lektion 21: Gleichheit und Bürgerkrieg. Liebe Grüße. Haben Sie die Diskussionen über Gleichheit und Bürgerkrieg verfolgt? Ja, es ist ein sehr wichtiges und komplexes Thema. Was sind deine Gedanken dazu? Nun, ich glaube, das Prinzip, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, ist grundlegend. Ich stimme zu, das ist ein zentraler Wert, für den es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie erreichen wir ihn? Das ist die Herausforderung. Der aktuelle Bürgerkrieg ist ein Kampf um die Aufrechterhaltung dieser Ideale. Es ist beunruhigend zu sehen, wie solche Spaltungen entstehen, obwohl die Ursache edel ist. Absolut. Wir müssen einen Weg finden, die Kluft zu überbrücken und das Land zu vereinen. Leichter gesagt als getan, angesichts der tief verwurzelten Unterschiede und Spannungen. Stimmt, aber ich glaube, wenn wir uns auf unsere gemeinsame Menschlichkeit konzentrieren, können wir das überwinden. Das ist eine kluge Perspektive. Wir dürfen unsere gemeinsamen Hoffnungen und Träume nicht aus den Augen verlieren. Exakt. Wir sitzen alle im selben Boot und die Zukunft der Nation steht auf dem Spiel. Du hast recht. Wir müssen den Konflikt überwinden und auf Versöhnung hinarbeiten. Ich hoffe, dass wir mit einem offenen Dialog und Kompromissbereitschaft dieses Ziel erreichen können. Ich teile diese Hoffnung. Es wird nicht einfach sein, aber die Alternative ist undenkbar. In der Tat. Wir sind es uns selbst und zukünftigen Generationen schuldig, für Gleichheit zu kämpfen. Gut gesagt. Ich freue mich, dass wir diese durchdachte Diskussion führen konnten. Ich auch. Es sind schwierige Zeiten, aber ich glaube, dass bessere Tage vor uns liegen. Lektion 22: Pizza in verschiedenen Kulturen. Hey Anna, hast du gehört, dass Pizza in Italien ganz anders ist als die, die wir in Kanada haben? Wirklich? Das wusste ich nie. Inwiefern? Offenbar sind die Zutaten und Zubereitungsmethoden sehr unterschiedlich. Das ist faszinierend. Was sind die Hauptunterschiede? Nun, die italienische Pizza verwendet zum einen frischere, hochwertigere Zutaten. Ah, es ist also authentischer und näher am Originalrezept? Exakt. Die Kruste ist auch dünner und die Beläge sind minimalistischer. Ich verstehe. Es ist also eine raffiniertere, traditionellere Variante des klassischen Gerichts. Absolut. Sie sind wirklich stolz auf ihre Pizzatraditionen in Italien. Ich würde gerne eines Tages eine authentische italienische Pizza probieren und den Unterschied erleben. Ich auch. Ich wette, die Aromen sind viel lebendiger und ausgewogener. Das kann ich mir vorstellen. Die kanadische Version muss im Vergleich dazu etwas schwer und amerikanisiert wirken.
Zweifellos. Die Italiener haben die Kunst des Pizzabackens über Jahrhunderte perfektioniert. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Küche in verschiedenen Kulturen und Regionen sein kann. Auf jeden Fall. Essen ist ein integraler Bestandteil der kulturellen Identität und des kulturellen Erbes. Du hast recht. Ich bin gespannt, mehr über die einzigartigen Pizzatraditionen in Italien zu erfahren. Das Gleiche hier. Es macht immer Spaß, die Vielfalt der globalen kulinarischen Erlebnisse zu erkunden.